Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Du hast einen eigenen Pool, aber gar keine Zeit, dich wirklich darum zu kümmern und ihn sauber zu halten. Du suchst einen Poolroboter, der dir den Boden reinigt, die Wände reinigt, die Wasserlinie reinigt und das Ganze bis zu 72 Stunden vollständig alleine. Ein Poolroboter, der mit 2 Kameras den Schmutz gezielt im Becken sucht und mittels KI erkennt und auch reinigt. Dann schau dir mal diesen geilen Poolroboter an. Der iGarden M1 Pro AI. Dieser Poolroboter sieht nicht nur richtig stylisch aus, sondern er hat auch viele geniale Funktionen. Und ob dieser Poolroboter wirklich sein Geld wert ist, das werde ich in diesem Video testen. Dabei nehme ich euch mit, seid auf jeden Fall gespannt. Gleich geht's los. Poolroboter gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Und auch ich habe hier in meinem Pool bereits einige Modelle getestet. Schaut gerne mal rechts oben in die Ecke, dort verlinke ich euch meine Playliste. Als ich aber den iGarden M1 Pro 125 AI, so heißt dieses Modell, aus seiner Verpackung herausgeholt habe, ist der mir besonders ins Auge gestochen. Und ich denke, es erklärt sich von selbst, warum. Schaut euch mal dieses geile, stylische Teil an. Ein Sportwagen für die Wasserreinigung. Ihr habt auf der Rückseite die Ladebuchse, die beiden Wasserauslässe und an der Front habt ihr hier vorne 2 Kameras, die den Schmutz erkennen, damit der Roboter dank seiner KI gezielt darauf zufahren kann. Eine LED sorgt dafür, dass dieser Poolroboter auch nachts fahren kann und zusätzlich habt ihr hier oben den großen Filterkorb, der sich auch noch erweitern lässt, nämlich für die Standardfilterung oder eben einer feineren Filterung, um auch den kleineren Schmutz aus dem Wasser herauszubekommen. Der Antrieb erfolgt über seine 4 Räder. Gleichzeitig hat er aber auch einen Kettenantrieb, der die Stabilität im Wasser weiter erhöht, zum Beispiel wenn er die Wände hochfährt. Und hier habt ihr die Gummiwalze, die den Schmutz vom Boden abschabt. Das Wasser wird dann hier eingesaugt. 17.000 Liter pro Stunde soll das Gerät schaffen. Beeindruckende Leistung. Das werde ich nachher testen. Und bevor ich den Roboter in der App einrichte, noch ein kleiner Hinweis, was bekommt ihr zusätzlich zum Roboter dazu? Klar, ein kleines Handbuch gibt es dazu und eine Quickstart-Anleitung für den schnellen Einstieg. Und zusätzlich natürlich auch noch das Ladekabel, das auf der Rückseite des Roboters einfach nur reingesteckt wird. Und ihr erhaltet einen Haken, um den Roboter aus dem Wasser herauszuholen. Den Stab für den Haken, den müsst ihr euch separat besorgen. Wenn ihr da Empfehlungen braucht, schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch die Materialien, die ich verwende. Doch genug geredet, ich werde den Roboter jetzt erstmal in der App einrichten und euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Grundsätzlich könnt ihr diesen Poolroboter auch über das Touchpad hier vorne an der Front bedienen. Es macht aber durchaus Sinn, diesen Roboter mit der App zu koppeln. Über die App habt ihr einfach viel mehr Möglichkeiten, das Gerät individuell zu steuern und außerdem versorgt die App euren Poolroboter mit den neuesten Software-Updates, damit er technisch immer auf den neuesten Stand bleibt. Die aktuellen Software-Downloads für iOS bzw. für Android, die packe ich euch unter dieses Video in die Beschreibung. Da könnt ihr dann einfach die für euch passende App herunterladen. Nachdem ihr die App installiert habt, legt ihr euch ein Kundenkonto an und klickt dann einfach nur noch auf das Plus. Wichtig ist, dass Bluetooth-Modus aktiviert ist und der Roboter eingeschalten wird. Anschließend klickt ihr die dritte Taste mit diesem kleinen Pfeil nach rechts und nach unten für 3 Sekunden, bis es piept. Das Smartphone sollte den Roboter sofort finden, dann hinterlegt ihr nur noch eure WLAN-Zugangsdaten und das Gerät ist bereits einsatzfähig. Ich habe das Ganze hier schon fertig gemacht und bin jetzt echt gespannt auf den ersten Einsatz im Wasser. Ich schnapp mir den Roboter und ab geht's. Ich habe meinen Pool in der letzten Woche bewusst nicht gereinigt, um euch auch ein wenig zeigen zu können. Der Roboter ist jetzt am Beckenboden. Ich habe zunächst nur die Bodenreinigung in der App ausgewählt und ich bin mal gespannt, ob er jetzt die Schmutzpartikel erkennt und gezielt darauf zufährt. Was man auf jeden Fall schon sehr schön sehen kann, ist die Fahrspur, die er genommen hat. Ich hoffe, man kann es im Video erkennen. Dieser Bereich ist auf jeden Fall sauber. Links und rechts liegt noch der Schmutz. Im Inneren des iGarden M1 Pro arbeitet deutlich mehr Technik als bei einem klassischen Akkupool-Roboter. Statt ausschließlich einem vorgegebenen Fahrmuster zu folgen, kombiniert der Roboter mehrere Sensoren mit einem Dual-Kamerasystem und einer KI-gestützten Auswertung der Umgebung. Die beiden UHD-Kameras erfassen den Pool räumlich. Dadurch soll der Roboter Boden, Wände, Wasserlinien und Hindernisse nicht nur erkennen, sondern ihre Position auch dreidimensional einordnen. iGarden bezeichnet dieses System als Dual AI Vision in Verbindung mit einer OmniLogic Navigation.
Laut Hersteller wurden dafür mehr als 1 Million Datensätze zum Training der KI verwendet. Ob sich daraus in der Praxis tatsächlich Vorteile ergeben, zeigt sich natürlich erst im späteren Reinigungstest. Die eigentliche Bildverarbeitung übernimmt ein Quad-Core-Prozessor zusammen mit einer dedizierten KI-Recheneinheit. Während der Reinigung werden die Kamerabilder kontinuierlich ausgewertet und der Reinigungspfad in Echtzeit angepasst. Ziel ist es, unnötige Wiederholung zu vermeiden und stärker verschmutzte Bereiche gezielt anzufahren. Für die Reinigung selbst setzt der M1 Pro 125 AI auf 2 aktive Bürsten und ein Dual-Force-Strömungssystem mit 2 Pumpenmotoren. Beim 125er Modell erreicht die maximale Förderleistung laut Hersteller bis zu 27.000 Liter pro Stunde. Dadurch sollen sowohl feiner Schmutz als auch größere Blätter zuverlässig aufgenommen werden. Der Schmutz landet anschließend in einem großzügig dimensionierten 4,5 Liter Filterkorb. Je nach Einsatz kann zwischen einem einfachen und einem zweilagigen Filtersystem gewechselt werden. Die kombinierte Filtereinheit von 150 und 100 Mikrometer soll sowohl grobe Blätter als auch feinere Partikel wie Sand oder Pollen zuverlässig zurückhalten. Der iGarden Poolroboter fährt nun seit ungefähr 10 Minuten in meinem Pool ausschließlich auf dem Boden im KI-Modus. Und was mir auffällt ist, dass er gezielt die groben Verschmutzungsstellen anfährt, drüber fährt, wieder zurückfährt, sich im Kreis dreht und dann ähnlich wie ein Saugroboter in der Wohnung diesen Bereich sukzessive reinigt. Er fährt also keine Schlangenlinien, er fährt auch nicht im Chaos-System irgendwo den Poolboden ab, sondern fährt tatsächlich gezielt auf die verschmutzten Stellen zu. Nach 10 Minuten wirkt das Ganze natürlich ziemlich chaotisch, denn hier ist grober Schmutz, da ist grober Schmutz, die Ecke hinten ist bereits sauber und auch der Bereich an meiner Liegefläche ist bereits geputzt. Ob er dann am Ende wirklich alles schafft, das wird die spannende Frage sein. Knappe 50 Minuten ist der Poolroboter nun gelaufen, ausschließlich den Boden. Und wenn ich mir das Ergebnis so anschaue, muss ich sagen, das hätte ich am Anfang nicht erwartet, denn der Roboter ist ja gezielt auf diese Schmutzinseln zugefahren und hat nur diese Schmutzinseln gereinigt. Da hat mir irgendwie ein System gefehlt, um auch den Dreck an den Rändern wegzubekommen. Die Laufzeit ist mit 12,5 Stunden ja noch lange nicht ausgeschöpft. Er könnte also problemlos noch gute 12 Stunden hier im Pool bleiben. Aber ich werde ihn jetzt herausholen, denn ich möchte ja auch noch die anderen Funktionen testen. Und das kann ich nur steuern, wenn ich den Roboter heraushole. Die App hat keine Möglichkeit, unter Wasser mit diesem Roboter zu kommunizieren. Werfen wir mal einen Blick in den Filter hinein. Was hat er hier aus dem Becken herausgeholt? Und ihr seht, jede Menge Schmutz, Kellerasseln, Dreck und andere Insekten haben sich hier am Filter angesammelt. Der zweite Filter ist ebenfalls schmutzig, das sieht man hier sehr gut. Ich mache den mal ab. Und man kann hier sehr schön diesen feinen Schmutz sehen, den ich mit der Hand jetzt hier auch zusammen machen kann, wie Sediment, wie Staub, der sich hier an diesem feinen Filter angesammelt hat. Das werde ich jetzt mit dem Gartenschlauch ausspülen und anschließend werde ich mal die Wandreinigungsfunktion testen. Auch beim Fahrwerk geht der iGarden einen etwas anderen Weg. Das sogenannte Dual-Grip-Traktionssystem kombiniert 4 Antriebsräder mit einem verdeckten Doppelkettenantrieb. Unterstützt wird das durch den AI-Inverter 2.0, der die Antriebsleistung automatisch an die jeweilige Poolsituation anpassen soll. Beispielsweise mit mehr Leistung an den Wänden und einer gleichmäßigeren Leistungsabgabe auf ebenen Flächen. Für den Antrieb stehen beim M1 Pro 125 AI insgesamt 17 Ampere-Stunden bzw. 428,4 Wattstunden Akkukapazität zur Verfügung. Daraus ergibt sich laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 12,5 Stunden im Bodenmodus. Der iGarden Poolroboter verfolgt bei der Reinigung des Beckens einen etwas anderen Ansatz, als ich es von vielen anderen
Poolrobotern kenne. Er fährt die Wand nach oben, er schrubbt auch schön die Wasserlinie, wie ihr hier sehen könnt. Anschließend fährt er aber nicht die Wand wieder herunter und dann in diesem N-Muster die Wand entlang. Nein, er lässt sich in das Wasser zurückfallen, fährt am Boden entlang, um dann neben der bisher gereinigten Wasserlinie erneut hochzufahren. Das bedeutet, dass er den Bereich hier unten an der Wasserlinie ein zweites Mal reinigt. Mit der Reinigung der Beckenwände ist der Roboter sehr schnell fertig gewesen. Er hat ungefähr 15 Minuten gebraucht, um die Wände reihum einmal zu reinigen. Dabei ist er auch auf das Podest draufgefahren und hat am Podest die Wände als auch das Podest selber gereinigt. Die Treppe allerdings hat er nicht geschafft. Werfen wir noch einen kurzen Blick in die App. Mit einem Klick auf dem Roboter lande ich direkt in der Übersicht und kann die verschiedenen Reinigungsmodi direkt auswählen. Auch den Turbo- oder den KI-Modus kann ich individuell einstellen oder auch ausschalten. Mit der Arbeitsdauer lege ich fest, wie lange der Roboter arbeiten soll. Und ganz ehrlich, 12 Stunden und 30 Minuten wird wohl keiner von uns benötigen, um seinen Pool zu reinigen. Wirklich spannend ist der Delay-Modus. Hier kann ich auswählen, ob der Roboter 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden am Stück den Pool reinigen soll. Aktiviere ich 72 Stunden, so wird der Roboter 3 Tage lang den Pool komplett autonom reinigen. Er wird zwischendurch Pausen einlegen, um dann erneut weiterzumachen. Das finde ich eine wirklich spannende Funktion, denn es spart mir das tägliche Herausheben und Wiedereinsetzen des Roboters in meinen Pool. Übrigens, der Roboter ist nun gute 2,5 Stunden gelaufen und ich habe immer noch 74% Akkukapazität. Das, glaube ich, spricht für sich. Gut 2 Wochen konnte ich den iGarden M1 Poolroboter testen und ein paar Gedanken möchte ich euch mitgeben, bevor ich zum Fazit komme. Die Reinigungsleistung des Roboters, die hat mich überzeugt. Der Sog der beiden Motoren ist so stark, dass man förmlich sehen kann, wie der Schmutz vorne eingesaugt wird. Durch den doppelten Filter muss ich mir auch keine Gedanken machen, dass neben Blättern, Insekten auch der feine Sedimentstaub einfach nur hinten rausgeblasen wird. Nein, er bleibt im Filterkorb, ich kann das hinterher ausspülen und das Wasser ist deutlich sauberer. Die KI-Funktionen sind ein Thema für sich. Man muss sich daran gewöhnen. Wer erwartet, dass der Roboter im Becken einfach diese S-Linien abfährt, der ist hier fehl am Platz. Der Roboter sucht gezielt die schmutzigen Stellen. Er fährt darauf zu, er reinigt sie. Anschließend fährt er woanders hin, wo das Becken vielleicht schon sauber ist, dreht sich wieder im Kreis und sucht die neuen Schmutzstellen. Nach einer guten Stunde war mein Becken aber sauber gewesen. Da muss ich sagen, auch wenn es anfangs nicht so aussah, das hat mich absolut überzeugt. Und nun interessiert mich, wie denkt ihr über diesen Roboter? Was ist euer Fazit? Wie gefällt euch dieses Design? Wie gefällt euch die Funktionen? Was haltet ihr von dieser KI-Geschichte? Gebt mir ein Feedback, schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video. Wenn ihr wissen wollt, was so ein Roboter überhaupt kostet, wo ihr ihn herbekommt, wo ihr die Apps herbekommt und welche Funktionen hier noch drin stecken, werft gerne mal einen Blick unter dieses Video in die Videobeschreibung. Alles Wichtige werde ich euch dort verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir ebenfalls einen Kommentar. Ich freue mich schon auf den Austausch mit euch. Ich werde den Roboter jetzt noch ein bisschen zuschauen und sage ciao für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.